Wir sind hier heute aufgestiegen zur Schwarzwasserhütte im Kleinwalsertal, um eine Schulklasse aus Schwangau in ihrem Projektseminar Risikomanagement im Schneesport zu begleiten. Was die 6 Jungs mit ihrem Bergführer und ihrem Lehrer jetzt schon erlebt haben und was sie dazu bewegt hat, dieses Projektseminar anzubieten, erfahren wir jetzt. Wie kamt ihr auf die Idee vom Projektseminar Risikomanagement im Schneesport? Also da müssen Sie unseren Lehrer, den Herrn Baumann, fragen, der hat sich das überlegt. Ja, wir sind in Hohenschwangau ja direkt am Fuße der Berge sozusagen. Wir haben viele Schüler, die entweder im Skiclub sind oder halt über die Eltern schon sehr früh an Skifahren rankommen und dementsprechend ist auch dann das Skitourengehen natürlich ein Thema, das für viele eine Rolle spielt. Wir haben leider auch bei uns direkt am Tegelberg, also an unserem Hausberg, schon mal Lawinentote auch gehabt, Jugendliche, die eben einfach völlig unreflektiert in einen steilen Hang reingefahren sind und dann durch eine Verschüttung dann leider auch wirklich ums Leben gekommen sind. Und das ist so ein bisschen die Motivation im Hintergrund gewesen, dass man sagt, das wäre doch sinnvoll, wenn man da mal wirklich was macht. Wir haben in der Schule nicht so viele Möglichkeiten, dass wir auch außerhalb der Lehrpläne wirklich mal was macht, was die jungen Leute dann auch fürs eigene Leben dann später mal brauchen können. Und da ist jetzt dieses Projektseminar in der 11. Klasse genau die richtige Gelegenheit, dass man da mal halt jetzt was anbieten kann. Und dementsprechend haben wir das jetzt für diesen Jahrgang mal im Programm gehabt. Zum Glück hat man einen Bergführer, der uns damit unterstützt und dementsprechend läuft das jetzt, ja. Cool. Wie schaut denn das Konzept für so ein P-Seminar aus? Also was sind so die Inhalte? Worauf wird Wert gelegt? Ja, das ist natürlich schon recht weit gefächert, weil wir ja einerseits das klassische Risikomanagement mit dabei haben, wo dann eben auch der Bergführer zu uns im Vorfeld an die Schule gekommen ist, wo wir Workshops gemacht haben, wo wir die ganze Theorie versucht hat, schon jetzt im Vorfeld natürlich zu entlasten. Wir haben dann dazu ein bisschen Materialkunde, wir haben halt generell, wie orientiere ich mich außen im Gelände, Kartenlesen, angefangen von tatsächlich ganz klassischen Kartenlesen, dann halt auch verschiedene Apps uns angeguckt. Haben ein bisschen über Ernährung gesprochen, haben über Erste Hilfe am Berg gesprochen, hatten einen Workshop noch von über Skireparaturen, was da so Skipflege im Vorfeld und auch dann vor Ort so passieren kann. Also haben dann schon sehr viele Bereiche dann abgedeckt. Zusätzlich kam natürlich auch, was für uns dann schon auch wichtig ist, Sponsorenakquise. Also die Schüler haben schon auch versucht, im Vorfeld örtliche Sponsoren zu finden, die uns da finanziell da ein bisschen unterstützen. Also insofern gab es da schon viel zu tun, ja. Du begleitest als Bergführer quasi dieses Projektseminar mit der Schulklasse jetzt hier auf der Schwarzwasserhütte eine Woche lang und hast davor auch schon mit den Jugendlichen gearbeitet. Was habt ihr denn genau gemacht? Wir waren im Vorfeld schon auf Skitour im Oberallgäu, am Riedberger Horn. Und wir haben zweimal uns am Nachmittag in der Schule getroffen und dort dann im Unterrichtsraum dann Risikomanagement durchgesprochen. Zum Beispiel am Geländemodell, Hangneigung, Expositionen angeschaut, gemessen oder über den Lawinenlagebericht gesprochen, wie man den richtig liest. Genau, wie wertvoll die Informationen da sind. Wie bist du überhaupt dazu gekommen? Kennt der Lehrer dich oder ist das dein Ja, also ich bin ja bei uns in der Region schon so ein Bergführer, der viel mit Jugendlichen macht. 2006 war es bei uns am Tegelberger ein tödlicher Unfall mit einem Snowboarder. Und aus dem ist ja so ein Projekt entstanden, das ich mit initiiert und geleitet habe. Dieses Check Your Risk, wo die Bergführer in die Schulen kommen. Und so kennen mich die Schulen halt auch im Ostallgäu, im Allgäu jetzt. Und der Lehrer hier von der Klasse jetzt, das ist auch dazu noch ein guter Freund von mir. Und der hat das natürlich ausgenutzt und mich hier für eine Woche engagiert. Genau.
praktisch. Würdet ihr sagen, dieses Seminar wäre auch für andere Schulen in der Region sinnvoll? Also was können die da mitnehmen? Würdet ihr das Konzept teilen? Oder? Also meiner Meinung nach ist es definitiv sinnvoll, weil es eben wirklich was ist, was so mal praktische Relevanz hat für die eigene Freizeitgestaltung, weil es den Leuten halt schon eine gewisse Kompetenz vermitteln soll, auch eigenverantwortlich dann ein bisschen reflektiert an die Sache ranzugehen und dann zu sagen, okay, ist das jetzt was, wo ich problemlos machen kann, oder gibt es gewisse Anzeichen jetzt im Gelände, wo man dann doch lieber im Zweifelsfall das sagen sollte, okay, da bin ich mal lieber ein bisschen defensiv. Insofern meiner Meinung nach ja. Wir haben halt das Problem, dass wir von der Durchführung her eben auf diese externen Experten angewiesen auch sind, weil ja, es dann schon sinnvoll ist, dass man dann einen Bergführer mit dabei hat, die wirklich fundiert diesen Entscheidungsprozess einfach begleiten können. Aber wünschenswert wäre es meiner Meinung nach auf jeden Fall. Warum würdest du jetzt persönlich sagen, das ist ein sinnvolles Seminar auch für andere Schulen? Also ich denke, alle Schulstandorte in Bayern, die so alpennah sind wie wir, also da nehme ich jetzt Kempten noch dazu und Immenstadt, die müssen einfach ihre Schüler für diesen Bereich sensibilisieren. Die leben ja in diesem Naturraum Berge und müssen auch über die Gefahren Bescheid wissen, und deswegen denke ich, es ist ein wahnsinnig wichtiger Inhalt, dass die da in den Bereich kommen, für den sie sich ja interessieren, weil es sind ja nur die dabei, die auch daran Interesse haben. Für wie wichtig hältst du den Faktor Tourenplanung bei der Skitourenwoche jetzt? Also ohne Tourenplanung geht gar nichts, genau. Und das haben wir ja auch im Vorfeld viel gemacht. Die Schüler sind alle vorbereitet, jeder hat ja eine dieser Touren, die hier möglich sind, ausgearbeitet komplett. Und wir spiegeln das ja alles am Abend wieder, was dann da überhaupt übereingestimmt hat und was nicht gepasst hat, oder wenn wir reagieren haben müssen. Allein auch nur, weil der Schnee eigentlich woanders dann viel besser war und wir einen anderen Hang gewählt haben. Genau. Lehrt ihr die Tourenplanung digital und mit Karte? Beides, ja klar. Genau. Also, wobei diese digitalen Medien top sind, und ja, das ist eine Generation, die da ganz locker durchrutscht durch diese Medien und somit durch diese digitalen Karten. Ihr seid jetzt heute am Mittwoch von einer Woche Projektseminar im Feld hier an der Schwarzwasserhütte. Wie wäre dein Fazit bis jetzt? Bis jetzt ist es mega, weil wir in Anbetracht des wirklich sehr schlechten Winters, den wir bisher hatten, jetzt das Glück hatten, nochmal am Wochenende vorher endlich ein bisschen Neuschnee auch noch zum Kriegen. Und dementsprechend reicht es für uns, dass wir jetzt sogar wirklich auch ein bisschen realistisch, obwohl es jetzt von der von der Risikostufe ja mit einem Einser irgendwo 1 und teilweise 2 sehr moderat am Weg ist. Aber es ist trotzdem super. Wir konnten ein bisschen Pulverabhänge sogar fahren. Also war super. Haben wir gut erwischt, Stimmung gut. Jungs sind gut drauf. Willst du unterschreiben? Ich unterschreibe es komplett, ja. Also mit der beste Schnee, den ich die ganze Saison gesehen habe. Also ja. Um Weihnachten war es noch einen Ticken besser, aber sonst war ja zwischendrin nichts. Lange Durststrecke. Jetzt war schon fein heute, die zweite Abfahrten. Habt ihr was gelernt die letzten 2-3 Tage jetzt schon hier im Feld? Irgendwie, Ja, wo ihr von der Theorie hier in die Praxis mitnehmen konntet? Ja, also Spurenlage. Also unser Bergführer weiß natürlich, der sieht den Berg ganz anders. Ist schon krass, wenn man dem mal zuhört. Also der weiß halt direkt, wo er raufspringt. Und wenn man dem dann hinterherläuft, dann ist es schon sehr einfach, wo man sich dachte, ja, also auf den Berg habe ich jetzt irgendwie gar keine Lust. Aber wenn er dann losläuft, dann ist es ja eigentlich doch eine relativ einfache Spur. Und so Hänge einschätzen, also das bin ich davor, also es geht. Bei mir war es schon immer so in Ordnung, weil ich halt einfach so viel unterwegs bin, auch außerhalb von den Pisten. Aber jetzt nochmal das vom Profi zu sehen und auch davor durchzusprechen, auf Karten wirklich zu gucken, weil man ja sonst doch immer im gleichen Skigebiet ist und den gleichen Hang fährt, den man halt die ganze Saison fährt, ist schon einiges bei rumgekommen bis jetzt. Vor allem, was man so in Sachen, wie der Berg funktioniert, das ist schon nochmal ein ganz anderer Gesichtspunkt. Cool.
Was meinst du mit Hänge einschätzen? Genau, meinst du die Steilheit einschätzen? Ja, die Steilheit, also da habe ich gemerkt, das kann ich nicht. Also, aber ich kann ihn nicht schätzen, aber das kann ich auch nicht. Wenn der Bergführer fragt, ja, was schätzt er denn, wie steil ist es? Dann sage ich irgendwie, ja, halt 25 oder so und dann ist es irgendwie 30 und wenn ich 40 sage, dann ist es 120. Das ist total verwirrend, aber ich hoffe, es wird bis Freitag besser und es ist schon besser geworden. Also man sieht viel mehr und auch viel mehr Möglichkeiten, wo man auch nicht nur fahren kann, sondern auch wirklich dieses Laufen, was es ja doch dann ziemlich erleichtert, das Ganze und was es dann auch wieder sicherer macht, da man nicht total außer der Puste ist, sondern an sicheren Stellen geht, die ungefährlicher sind. Ja, und eben auch diese digitalen Werkzeuge, die wir jetzt auch zur Verfügung haben, dass man halt eben sich Hangneigungen direkt über in die Karte einblenden lassen kann und dann sehen kann, okay, wo ist denn schon jetzt mehr oder weniger rein durch die farbliche Abstufung halt einfach genau der Korridor, den ich halt dann gehen sollte. Das ist ein riesengroßer Vorteil im Vergleich zu, keine Ahnung, wo man noch vor 10 Jahren seine Touren halt wirklich mit einer Papierkarte geplant hat und die Höhenlinien abgeschätzt hat und gesagt hat, ja okay, das könnte so und das könnte so. Das kann man natürlich auch, das ging früher auch. Aber so ist es jetzt halt einfach viel intuitiver und viel leichter zum Einschätzen. Und das ist schon auch cool, dass man das jetzt eben entsprechend nutzen kann und dass man das dann auch lernt. Würdest du die Woche bis jetzt ist ja Mittwoch, als erfolgreich einstufen? Habt ihr schon viel gelernt? Habt ihr auch aus Fehlern gelernt schon, oder? Doch, auf jeden Fall. Und wir lernen ja jeden Tag neu dazu, die Schüler genauso wie ich. Also das ist ja auch eine besondere Gruppe. Jetzt ist, wenn ich sonst Gäste habe, die sind ja ganz anders zu handeln. Aber hier ist ja nicht das Problem der Leistungsfähigkeit. Also die rennen ja alle quer über den Berg. Da ist dann andere Dinge, so technisches Handling von Ausrüstung teilweise noch. Oder eben genau dieser Aspekt Orientierung, dass wir da einfach immer wieder schauen, welchem Hang sind wir, welche Exposition, was sagt unsere App und so weiter. Genau. Was habt ihr bis jetzt im Seminar gelernt? Ja, also vor allem gerade die Einschätzung um den Lawinenlagebericht und wie man den dann in die Natur übertragen kann. Gerade mit Exposition vom Wind her und solche Sachen, welche Probleme es insgesamt gibt. Genau, dann die Planung an sich, wie man halt dann den Lawinenlagebericht auf seiner Tour anwenden kann, dass man halt dann gewisse Hänge meidet. Ja. Auch die Teil halt, die der Lawinenlagebericht ja doch dann hat. Also vor dem P-Seminar habe ich ja immer nur so sporadisch drüber geschaut und habe halt geguckt, was es für eine Stufe hat und dann halt bis zu einem Dreier war es in Ordnung und danach ist man halt einfach nicht rausgegangen. Aber wenn man sich da mal reinliest, das ist ja dann doch eben, wie er gesagt hat, dass nur diese Hänge betroffen sind, dann kann man ja genau planen, dass man sagt, okay, diese Hänge laufen wir einfach nicht. Und das war wirklich sehr neu. Und auch, dass man die Tourenplanung im Voraus einfach, dass man sich, wenn man sich ein paar Touren anschaut, die schon gelaufen worden sind, dass man dann sagt, ja, aber wenn die jetzt da lang gelaufen wären, dann wäre das natürlich viel entspannter gewesen. Und so auf der Karte sieht es schon so aus. Und dann, wenn man wirklich vor dem Berg steht und sich das mal anschaut, dann denkt man sich, ja, das wäre schon viel entspannter gewesen. So ein bisschen auch vielleicht die Übertragung von dem, was du digital oder eben als Papierkarte hast und dann in die Realität, oder? Überträgst. Das Genau, also das ist wirklich, also jetzt mittlerweile auch eben mit den neuen Karten und also es gibt ja X-Karten und auch in der App ja X-Overlays und dann kann man schon wirklich gut sich denken, wie es ausschaut. Und dann kommt man hierher und denkt sich, ja, so habe ich mir das vorgestellt. So habe ich mir den Berg vorgestellt, meistens. Und dann sieht es halt wirklich so aus und das ist schon dann richtig, also gut, wenn man sich daheim schon eine Tour überlegt hat und herkommt und die auch so klappt. Hattet ihr schon mal den Moment, dass ihr irgendwie eine Tour abgebrochen habt oder improvisieren musstet? Also ihr habt jetzt hier geplant und dann wart ihr vor Ort und dann hat irgendwas nicht geklappt oder ihr habt undisponiert? Ja, also gestern am Dienstag bei der ersten großen Tour hatten wir eigentlich vor, vom Pfalzerkopf, also von einem Gipfel dann runterzufahren, um eine Mittagspause zu machen.
Von der Majorenbachhütte, genau. Und dann ist ein Ski auf die andere Seite des Gipfels, hat sich verselbstständigt und ist quasi alleine runtergefahren. Dann heißt es natürlich alle zurück, wir gehen jetzt den Ski holen. Den haben wir dann auch zum Glück direkt gefunden. Und dann sind wir halt auf der anderen Seite von dem Pfalzerkopf runtergefahren und sind dann direkt hier zur Hütte zurückgelaufen, ohne einen anderen Gipfel noch mitzunehmen. Aber eigentlich hatten wir noch den Steinmantel vor, den haben wir dann quasi ausgelassen. Genau, da mussten wir dann kurz improvisieren. Einfach nur, weil wir ja natürlich den Ski unbedingt brauchen, weil sonst geht es nicht weiter für eine Person. Ja, also man lernt auch, dass Dinge passieren können, die man nicht erwartet und dann hat sie gelernt zu improvisieren. Genau. Und auch das lernt man im Feld und halt nichts. Das kann man davor nicht. Man kann ja nicht absprechen, was passiert, wenn der Ski runterfällt. Richtig. Was war euer Highlight bis jetzt? Ja, der Hang war ganz Ja, nett. Die Abfahrten. heute der Hang, den wir, also 2 Hänge sind wir, aber das war eigentlich der gleiche Hang. Auf einmal sind wir weiter rechts und einmal jetzt zum Schluss noch weiter links gefahren. Das war schon ziemlich guter Schnee. Das war bärig, ja. Das war richtig gut. Und was war von den Interessen hier euer Highlight? Was war das Spannendste, was ihr jetzt so gelernt habt, wo ihr sagt, boah, das war mir komplett neu, das wusste ich davon nicht. Das nehme ich aus dem Seminar mit. Ja, also für mich habe ich ja schon gesagt, die Spurensetzung. Also wenn ich mir das anschaue, ich würde manchmal ganz anders laufen und dann schaue ich es mir von oben nochmal an und denke mir, oh, das wäre vielleicht doch gar nicht so entspannt gewesen jetzt. Und auch das ganze Aufeinander-Schauen. Also man läuft ja dann doch immer mal weiter weg und dann auf einmal dreht man sich mal um und dann sieht man die anderen schon gar nicht mehr und dann wartet man natürlich. Also das ist auch was man wirklich gelernt hat, dass halt die Gruppe wirklich das Wichtigste ist. Ja, das war auch so mein Hauptpunkt, dass man halt in der größeren Gruppe auch läuft. Normal gehe ich halt jetzt immer so zu dritt, dann mal zu 6 oder 7. Wie viel sind wir? 8. 8, ja. Wenn man halt mal zu 8 ist, muss man schon öfter Pause machen und halt auf andere warten. Dauert alles ein bisschen länger, aber der Spaß ist dann doch da, gell? Würdet ihr sagen, ihr könnt euch jetzt so eine eigenständige Tourenplanung zutrauen für die Zukunft? Ja, also wir haben ja auch schon, es gab schon Pläne, dass wir quasi in diesem Schülerverband nächstes Jahr jetzt nicht das Gleiche machen, aber sowas Ähnliches. Und das wollen wir schon weiterführen, weil es wäre ja schade, wenn wir jetzt nichts machen und dann in 2 Jahren alles wieder verlernt haben. Das muss man ja hegen und pflegen. Ja, jetzt wo man die Mittel dazu Hand, gell? Ja. Ohne die Karte jetzt wäre es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber wenn man auch den Lawinenlagebericht dann besser anschauen kann und alles, dann geht das doch ganz gut. Ja. Cool. Ihr habt gesagt, ihr wärt auch interessiert eventuell oder ihr könntet euch vorstellen, eine Zukunft in der Outdoor-Branche zu finden. Also ich meine, bei dir habe ich jetzt schon gehört, du bist in der Bergwacht. Wie schaut's aus? Hat dich das jetzt noch mal ein bisschen gefestigt? Oder? Ja, also gerade durch den Bergführer sieht man ja auch, dass es doch ganz schier sein kann. Und ja, ich habe überlegt, Alpinpolizist oder in die Richtung, also da hätte es mich schon anziehen, ja. Ja, also ich finde einfach die Berge schön und ich finde einfach also den Sport des Skifahrens und in meinem Fall dann des Snowboardens wunderschön und das ist das Liebste, was ich mache und deshalb möchte ich mich einfach auskennen in den Bergen so. Also Jobrichtung würde ich jetzt nicht so sagen, also da zieht es mich in andere Sachen. Aber so einfach, das kann man ja auch dann selber in der Zukunft nutzen und ich fühle mich jetzt schon viel sicherer, später im Leben einfach selber auch loszuziehen und sagen, ja, ich weiß, was ich tue und nicht einfach nur, ja, schauen wir mal, wird schon.